Vielleicht darf ich bitte noch einmal ganz kurz, bevor wir beginnen, für die Technik ersuchen und vor allem für den Rod ersuchen, dass derjenige, der das Mikrofon dann gerade hat, kurz in die Hand, also in die Höhe hält, damit Rod weiß, wer das Mikro gerade hat, wo er hinschauen kann. Danke. Are we ready? Am I on? Okay. I think we got a buyer out there. Go ahead. Question. Wonderful. This used up our whole coffee time. Okay. So Good. I love that question. we understood. We were discussing. We understood that the soul cannot be harmed, yeah, by Yeah. someone else being nasty to us. Yeah? Yeah. It's only our ego that is Yes. being harmed. Yes. So we wondered if we know that the fact that the soul cannot be harmed. Yes. Yeah. Then if we say okay, soul cannot be harmed, it's just the ego. Yeah. Yeah. Then everyone is the same to us. Everyone does not matter to us because it's just the ego. Uh-huh. Is this the state we are getting there, or did we get something wrong? Okay. So in a sense, we don't care about the others anymore, Yeah. because it's only the ego. Yeah. Soll ich es nochmal in Deutsch sagen? Ja, also die Frage hat uns das ganze Kaffeepause lang beschäftigt, wenn man sagt, okay, die Seele ist unverletzlich und jemand anderer beleidigt uns jetzt. Ja, und dann kann ich ja sagen, ja, meine Seele ist ja unverletzlich, es ist nur das Ego, das da betroffen ist. Und wenn ich das sage, es kann eh nichts sein, und dann würde ich jetzt gefühlsmäßig in einen Zustand kommen, wo mir alle anderen wurscht sind. Ja? Und die Frage ist, ob das dieser Zustand ist oder ob wir irgendwas falsch verstanden haben. Okay. Let me try to give an answer, and then other people can maybe help. Also ich versuche jetzt eine Antwort darauf zu finden und vielleicht möchten andere auch vielleicht etwas dazu ergänzen. Each one of us is a unique human being. Jeder von uns ist ein einzigartiges menschliches Wesen. You can look around the room and see we can identify each person here by their body. Wir können uns hier umschauen und jeden können wir durch seinen eigenen Körper als einzigartig identifizieren. So our soul is manifesting itself through all of these individual vehicles. Und unsere Seele eben manifestiert sich oder offenbart sich eben durch diese verschiedenen individuellen Körper. So those vehicles are part of our worldly identity. Und diese Körper oder diese Träger, die er eben als Vehikel eben anspricht, das sind eben Teil they are part of our Worldly identity. Die sind eben Teil unserer weltlichen Identität. So this body is the throne for the soul. This is the language the writings use. Also dieser Körper ist der Thron unserer Seele, so wie es in den Schriften steht. The body is not evil. The body is not a bad thing which we want to destroy or to neglect. Und der Körper ist jetzt grundsätzlich nicht etwas Schlechtes oder etwas, was zerstörenswert wäre. It is something that God has told us we need to take care of. We need to honor. We need to respect this body. Und Gott hat uns eben gelehrt, dass wir diesen Körper eben respektieren sollten und ihn auch erhalten und schützen sollten. So God, through the messengers, has given us very clear laws about how we need to take care of this body. Und durch seine Gottesoffenbarer hat uns Gott sehr genau gesagt, wie wir eben auf diesen Körper aufpassen sollten. We should keep it cleanly. Wir sollen ihn immer reinhalten. If it becomes sick, we should seek a competent physician. Und wenn wir krank werden, dann sollen wir einen möglichst kompetenten Arzt aufsuchen. Even when we die and our soul has nothing to do with this body, we show reverence to the body because it was associated with this spiritual soul that will continue for infinity. Und sogar wenn wir sterben und die Seele schon nichts mehr mit diesem Körper zu tun hat, erweisen wir diesem Körper trotzdem noch eben diese letzte Ehre, weil es eben eine Zeit lang eben mit dieser ewigen Seele in Verbindung war. But it is not you. Aber bist nicht du, das sind nicht wir. If you lose your arms or your legs, if you become paralyzed, it has nothing to do with your soul. Aber sogar wenn wir jetzt einen Teil unseres Körpers verlieren oder irgendwie
gelähmt werden oder so, hat es in Wahrheit nichts mit unserer Seele zu tun. If you get a disease that eats away your body, your soul is not affected. Auch wenn du jetzt irgendeine Krankheit erwirbst, die eben dich aufkonsumiert, hat das nichts mit deiner Seele zu tun. Baha'u'llah, when answering a question about this, said, "Know ye that the soul is exalted above." Und Abdul Baha sagt Baha'u'llah sagt in Beantwortung einer Frage, sagt er, wisse, dass die Seele And independent of all infirmities of body and mind. Unabhängig ist von allen Affektionen, Erkrankungen des Körpers und des Verstandes. So, if I am here speaking to you, you have begun to know me as a person through my body, through my mind, and through my soul. Und wenn ich jetzt so stehe, dann habt ihr mich kennengelernt durch meinen Körper, durch meinen Verstand und meine Seele. And my body and my mind and my ego, I have all of those things. I don't deny those things. Und ich verleugne nicht, dass ich auch eben einen Körper habe, einen Verstand und ein Ego habe. Ich verleugne das nicht. But I don't want my body to run away or my mind to run away thinking that, oh, they can do what they want to do. Aber ich möchte nicht eben, dass mein Körper, mein Verstand praktisch davonlaufen und ich mir jetzt sage, okay, das hat aber nichts mit mir zu tun. So in 1 second, my blood vessels in my brain could burst. Innerhalb einer Sekunde können die Blutgefäße meines Gehirns zerplatzen. I could be on the floor, unable to move or to talk. Und ich wäre auf dem Boden unfähig noch zu sprechen oder mich zu bewegen. To hear you or to have any form of communication. Euch zu hören oder irgendeine andere Form der Kommunikation mit euch zu wählen. But my soul has not been affected. Aber meine Seele ist davon nicht betroffen worden. How you will look at me, how you will relate to me, will all change. Aber wie ihr mich dann betrachten werdet und in welcher Beziehung ihr mich sehen werdet, das wird sich verändern. Because in this world, we are to depend upon these bodies and these minds to relate and to operate in this world. The soul has to work through this. Weil wir auf dieser Welt eben diesen Körper und diesen Verstand brauchen, eben diese Seele muss durch uns eben funktionieren. But the important point, and it's a very hard point, because most of our identities is in our minds. It is not in our souls. Und das ist eben ein relativ schwieriger Punkt, eben, dass aber das meiste unserer Identität ist eben in unserem Gehirn, in unserem Verstand verankert und nicht in unserer Seele. And that's why it hurts so much when somebody says something bad about us. Und das ist eben der Grund, warum es dann eben so verletzend wirkt, wenn jemand irgendetwas über uns sagt. So we need to learn to become detached from that, because basically these are idle fancies and vain imaginings. I'm imagining I am somebody, have some fancies about who I am, but those are just a worldly creation that my mind has constructed and helps me to get around in this world. But it actually keeps me from knowing and loving and obeying God and developing the true essence of myself. Yeah, sorry. Aber, well, I have to ask you to say it again, please. Okay. I don't know if I can. No, essentially, it said these are all vital imaginings and vain Vain idle fancies imaginings. and- also, They keep us. They are barriers. These become walls between us and knowing, loving, and obeying God. eben, das ist eben, wir sollten eben losgelöst sein von diesen Dingen und so wie es eben hier heißt, eben wir sollen uns loslösen von diesen eitlen Vorstellungen. Das sind eben diese Barrieren, die uns eben von dieser höheren Ebene trennen. Yes, carry on. Okay, Yeah. I understand this. Okay. When I'm reaching that state of detachment, Yeah. will I still get angry?
about something, Yes, you should. and what shall I do with my anger then? Okay. Let's say Sagst du es auch noch auf Ja, Deutsch, bitte? also wenn ich den höheren Zustand erreiche, wo ich mich schon ein bisschen loslöse und eben unterscheide, meine Identität mehr in der Seele habe, werde ich wahrscheinlich noch immer Wut und Zorn empfinden, weil das einfach eine menschliche Grundemotion ist. Aber was tue ich dann damit? so yes, you will get angry or you should get angry. Or You will and you should get ja, angry. und die Antwort ist eben, du wirst zornig werden und du solltest auch zornig werden. All of these human emotions that God has given us, including the body, has a purpose. All diese Emotionen, die wir eben bekommen haben, von Gott gegeben bekommen haben, haben auch einen bestimmten Zweck. And the purpose is to come to know, love, and obey God. Und der Zweck all dieser Emotionen ist aber letztendlich, dass wir eben Gott erkennen, ihn lieben und ihm Gehorsam leisten. And so, Abdu'l-Baha, for instance, was asked a question, and they were saying, well, we see in children greed and anger and these things, so even then God must have created these bad qualities. And so how can God create bad things like that? Und Abdul-Baha sagt auch, ja, man sieht dann oft zum Beispiel in Kindern solche Eigenschaften wie Selbstsucht oder Gier und solche Sachen. Und dann stellt man sich die Frage, hat Gott diese Eigenschaften geschaffen? So Abdu'l-Baha said, it is good to be greedy to acquire more knowledge for service. Und er sagt aber dann in diesem selben Atemzug auch, dass es eben trotzdem gut ist, wenn man gierig ist, damit man auch trotzdem eben göttliches Wissen erwerben kann. You should be angry when there is injustice. That is they are violating a spiritual principle. Also noch einmal eben diese Begierde eben im positiven Sinne, dass man göttliches Wissen erlebt, eben erwirbt, oder zum Beispiel auch Zorn in dem Sinne eben, dass man sich zum Beispiel über Ungerechtigkeiten aufregt. You should be upset when you do see hate, Man sollte sich aufregen, wenn man eben Hass erlebt when people are being untruthful. oder wenn Menschen nicht wahrhaftig sind. So you can and should have these emotions, but you should not personalize it as in part of your ego. Aber das heißt, man kann natürlich diese Eigenschaften und diese Emotionen zeigen, aber sie sollen nicht personalisiert werden. Ja? Sie sollen nicht Teil deines Selbstes sein, So deines you need to Egos. look at the principles of justice and not the person. Und man sollte in diesem Zusammenhang bei Ungerechtigkeit eben an die Grundprinzipien der Gerechtigkeit denken und nicht das auf die Person beziehen, die So that Ungerechtigkeit person übt. may have been unjust, and you need to address the injustice, but you don't need to attack that person. You need to attack the injustice. Das heißt, ein Mensch kann ungerecht handeln, aber es geht darum, dass man eben das Unrecht eben adressiert und anspricht, aber nicht unbedingt dann auch noch die Person anspricht oder attackiert. And a lot of the problems we're having in the world today is because we are all centered in this area, which we might call our personalities. You know, and I've worked in academia. People's feelings are getting hurt all the time. Das heißt, wir leben eben in einer Welt, wo es eben wieder um diesen inneren Bereich geht, eben wo eben dieses Ich angesprochen wird. Ich habe zum Beispiel sehr lang eine akademische Laufbahn gehabt, wo im Zuge dessen ständig irgendwer verletzt wird. They specialize in developing the ego. Und sie sind richtig spezialisiert, um dieses Ego noch zu vertiefen und zu entwickeln. They have PhDs in the ego. Sie haben tatsächliche PhDs oder Doktortitel, die eben das Ego eben So stärken. it is a very challenging environment. And so if somehow somebody says something or does something, their egos are hurt and they are seeking justice, which means they are hurt and they want somebody to fix that. Das heißt, wir leben eben in einer sehr spannenden Umgebung, in einer sehr herausfordernden Umgebung, wo man dann ständig tatsächlich von seinem Ego her verletzt wird und dann ständig eben
für diese Verletzungen dann auch Gerechtigkeit suchen möchte. So when you're dealing with those people, there are 3 key virtues that will move you closer to God always and will move you in the right direction. Also es gibt, wenn wir dieses Thema ansprechen, gibt es dann 3 Schlüsselwörter, die wir jetzt behandeln werden, die uns wieder eher in diese Richtung Gottes und zur Erkenntnis bringen werden. So we've been talking about food for the soul. This is the food for knowledge, or for knowing God, is truth. Das heißt, wenn wir jetzt also Synonym für Nahrung für die Seele ist eben die Nahrung, um Gott zu erkennen, eben Truth, die Wahrheit. So truth, as we know in the writings, there are so many writings about it, but the one most people know is truthfulness is the foundation of all virtues. Wir wissen aus den Schriften eben, dass Wahrhaftigkeit die Grundlage aller Tugenden ist. So when we get hurt, when there is a problem, there often is a problem of truth. Und wenn wir jetzt eben verletzt werden, dann ist dieses Problem oft eben in Verbindung mit der Wahrheit. So we see truth differently than somebody else sees truth. Die Sichtweise über die Wahrheit ist von meiner Seite oder von der Seite der anderen Person oft unterschiedlich. And the way to overcome our truth of the body or our truth of the ego is to move to the truth of God. Und um das zu überwinden, müssen wir die Wahrheit unseres Körpers und die Wahrheit unseres Egos überwinden und in diese göttliche Wahrheit eintauchen. So there are 4 ways of knowing truth. Und es gibt 4 Wege, wie wir die Wahrheit erkennen können. One is through our senses Eines ist durch unsere Sinne or our experience. oder unsere Erfahrungen. So we learned yesterday, and we also have learned from our own experience, that we cannot rely on our senses. Aber wir haben auch gestern schon gelernt, dass wir nicht nur alleine auf unsere Sinne uns verlassen können. Yesterday we saw this video where a person was saying ba, ba, and then they just changed the way the lips were moving, and nothing changed about what the person was saying, but you actually heard something different. When they went, even though they were saying ba, you heard fa. So we have optical illusions all the time. We have auditory illusions. We know all of our senses can easily be fooled. Wir haben gestern dieses Video gesehen, wo jemand eben ständig diese selbe Silbe Ba ausgesprochen hat, und in dem Moment, wo im Video eben dieser Gesichtsausdruck verändert worden ist, hatte man plötzlich den Eindruck, dass jetzt eine andere Silbe ausgesprochen wird, obwohl immer noch Ba gesagt worden ist. Aber die bloße Tatsache, dass der Gesichtsausdruck dieses Mannes verändert worden ist, hat uns den Eindruck eben gegeben, dass eben jetzt eine andere Silbe verwendet wird, und wir unterliegen sehr oft diesen visuellen und auditiven Täuschungen. So the other area is logic, Der andere Schritt ist eben Logik, our empirical, or we could even say science. oder empirisches oder wissenschaftliches Wissen. We also know that way of knowing truth is faulty. Auch da wissen wir eben, dass auch das eben fehlerbehaftet ist. How many the scientists today are saying one thing, tomorrow they say something different? Die Wissenschaftler sagen heute irgendwas und morgen sagen sie wieder genau das Gegenteil. It is a way of knowing truth, but it is a faulty way. Es ist zwar ein Weg, eben die Wahrheit zu erforschen, aber es ist auch ein fehlerbehafteter Weg. Because science is always progressing. Weil eben auch Wissenschaft ständig im Fortschreiten begriffen ist, im Fluss begriffen ist. Another way of knowing truth is traditions. Eine andere Art Herangehensweise sind die Traditionen And we can even put here religion. und Religion. And we could say, well, we know from different traditions that traditions differ and they are not truthful.
Und wir wissen aber auch Traditionen oder Überlieferungen in dem Sinne, es geht um Überlieferungen, dass die eben auch unterschiedlich sind inhaltlich. So maybe we could say, okay, religion is, because we say science, religion, we need to balance them. Those are ways of knowing truth. Oder wir können dann sagen, okay, dann Religion. Und wir wissen ja auch, dass zwischen Religion und Wissenschaft ja auch ein Gleichgewicht herrschen sollte. But you know people who belong to the same religion and have 100 different ways of viewing the truth of their religion. Aber They so- don't ja. agree. In fact, they may fight to the death for looking at the same verse but interpreting it differently. Aber sogar in der Religion gibt es eben sehr viele Sichtweisen über die Wahrheit und es gibt dann oft Hunderte von Menschen innerhalb desselben Glaubens, die eben eine andere Ansicht dieser Wahrheit haben, sich oft dann bekämpfen und sogar teilweise sich eben dann blutig bekämpfen, weil es eben unterschiedliche Sichtweisen über die Wahrheit innerhalb derselben Religion gibt. So another way of knowing truth is through inspiration or intuition. Und der vierte Weg ist eben durch Inspiration oder durch Intuition, Eingebung. So maybe you will have a dream, or maybe it's just like, I know that's true. I just feel that in my stomach. Man kann zum Beispiel irgendeinen bedeutungsvollen Traum haben oder plötzlich eine Eingebung, wo man genau weiß, dass das eben jetzt die Wahrheit ist. So we know all of these ways of knowing truth cannot be relied on. Aber wie ihr seht, sind alle diese vier Wege jedoch keine verlässlichen Wege. They are all faulty. Die sind alle fehlerbehaftet. So in one talk that Abdu'l-Baha gave in the United States, he suggested if you combine all four of them, you can feel a little more assurance that you're close to the truth. In einem seiner Ansprachen in den Vereinigten Staaten hat Abdu'l-Baha gesagt, wenn man diese vier Aspekte oder Elemente miteinander in Verbindung setzt, dann kann man zumindest eine gewisse Wahrheit erkennen. So if your senses and if your science and religion and your inspiration or intuition say, yes, this is true, then you have some assurance. Wenn eben deine Sinne, deine Logik oder dein erworbenes Wissen, Wissenschaft, Überlieferungen, religiöse Ansichten und deine Inspiration und deine Eingebung übereinstimmen, dann kannst du eine bestimmte Art von oder einen bestimmten Grad von Wahrheit erlangen. But in the Some Answered Questions, he says the only truth is the Word of God. Aber in den beantworteten Fragen sagt Abdu'l-Baha, dass es nur eine Wahrheit gibt und das ist das Wort Gottes. So we can maybe agree as Baha'is that this is the Word of God, and we accept that as truth. Als Baha'i können wir uns wenigstens darauf einigen, zu sagen, okay, das ist das Wort Gottes und das ist die Wahrheit. But even then, we will interpret that truth according to our own understanding. Aber auch dann werden wir dieses Wort eben entsprechend unseres Verständnisses eben interpretieren. And we have been told that in the future, the people will understanding of the faith and of these Word of God will be so much deeper than ours because we are so limited according to our way of thinking. Und wir wissen, dass in der Zukunft andere Generationen von Baha'is noch ein ganz anderes Verständnis erwerben werden vom Wort Gottes, im Gegensatz zur heutigen Generation, weil unser Verständnis noch so begrenzt ist. So actually in childhood, you really are in egocentric thinking, but actually when you move into adolescence, you move into ethnocentric thinking. Also wenn man zuerst eben als Säugling, im Säuglingsstadium hat man noch eine sehr ich-bezogene Denkweise und wenn man aber dann in dieses Stadium der Jugend und der Reife eintritt, dann hat man so eine Art von ethnozentrische Denkweise, die eben jetzt nicht nur auf einen selbst bezogen ist, sondern auch auf eine Gruppe. So it is an advancement, but it still is a very limited way of thinking. Das ist zwar ein Fortschritt, aber es ist immer noch eine sehr beschränkte Form des Denkens. And most cultures are locked in this ethnocentric Und thinking. sehr viele Kulturen sind eben eingesperrt und gefangen in dieser ethnozentrischen Denkweise. And so they reinforce from their people
This is truth. Und sie entwickeln dann eben diese starke Gruppenidentität, wo es nur für diese Gruppe bezogen eine Wahrheit existiert. But really, we can only come to the truth out here. Aber wir können nur dann zu dieser Wahrheit gehen, wenn wir uns in diese Richtung lenken. So let's say somebody says something to you that hurts your feelings. Also lass uns eben sagen, lass uns eben annehmen, dass jemand deine Gefühle verletzt hat. A spiritual way to respond would be, number one, to say, is that true? Und die geistige Art und Weise eben darauf zu antworten wäre, die erste Frage wäre, ist das überhaupt wahr? Somebody says you are ugly. Jemand sagt, du bist hässlich. So you're feeling bad. You have to first of all ask yourself, is it true? Und wenn jemand zum Beispiel sagt, du bist hässlich, dann musst du dich selber fragen, ja, ist das überhaupt wahr? So if it is true, then maybe they're just making a statement of fact. It happens to me all the time. I look in the mirror and I say, okay, I can't argue with that. Wenn du dann eben darüber nachdenkst, ob es tatsächlich wahr ist und du kommst zu dem Schluss, dass das eben tatsächlich wahr ist, dann musst du es halt als eine Tatsache annehmen. And so, I mean, so many times people are feeding us things that are not true. Aber sehr viele Personen füttern uns mit Sachen, die aber gar nicht wahr sind. We don't have to accept their falsehoods. Wir müssen ihre Falschheiten nicht annehmen, akzeptieren. If they have a prejudice towards you, or if they think, oh, you are mean, or you think you're better, are they this or that? People are saying a bad thing about you, and it isn't true, then you should not be bothered by that. Und wenn jemand eben irgendwelche Falschheiten über dich berichtet, eben, dass du dich besser fühlst als andere oder dass du dich gescheiter fühlst und so weiter, dann solltest du einfach diese Sachen von dir abweisen, weil es eben nicht der Wahrheit entspricht und du solltest auch davon eben nicht betroffen sein. And if it is true, then you can deal with that truth. Don't deal with that personality. You deal with the truth out there. Und wenn es aber tatsächlich die Wahrheit ist, dann kannst du dich mit dieser Wahrheit beschäftigen und nicht mit dieser Persönlichkeit, die dich auf das angesprochen hat. And if it is a truth and you're not happy about it, that, oh, you are mean, or maybe you think you're better than other people, and somebody says that to you, and it is true, then it gives you the opportunity to work on that within yourself. Und wenn es tatsächlich etwas ist, wo du spürst, dass eben die Wahrheit angesprochen worden ist, dann hast du auch dadurch diese Möglichkeit, eben, dass du eben an dich arbeitest. In case of ugliness, plastic surgery. Get different friends. I'm sorry, I had to put this question. See a medical doctor. So, but that is only one of the powers that you have to exercise when you're dealing in this world. Und das sind eine dieser Kräfte eben, die man ausüben sollte, wenn man in dieser Welt lebt. The other power that is extraordinarily powerful Die andere Macht, die eben extrem mächtig ist, ist eben diese Liebe. is love. And so, if you have love, you can always say, is their response to you loving? Is your response back to them loving? Wenn jemand dir mit Liebe begegnet, dann wirst du ihm auch mit Liebe begegnen. You have no control over whether people will be truthful to you or loving to you. Und du hast keine Kontrolle darüber, ob jemand jetzt dir gegenüber wahrhaftig ist oder dir gegenüber Liebe entgegenbringt. But you can control whether you are truthful to them and loving to them. Aber du kannst darüber bestimmen für dich, ob du wahrhaftig und liebend sein möchtest. And the third virtue, because we have these three legs we have to stand on. Und dieser dritte Aspekt, den er angesprochen hat, Is justice. Ist Gerechtigkeit. And so we have to ask, is that fair?
Und wir sollten uns fragen, eben ist das, was gesagt worden ist, eben fair, gerecht? Is it just? Ist es gerecht? Justice is the best beloved of all things in God's sight. Gerechtigkeit ist in den Augen Gottes das meistgeliebte. The head institution of our faith is the universal house of justice. Und dass eben die oberste Körperschaft eben die Gerechtigkeit ausübt, ist unser universales Haus der Gerechtigkeit. The stability, security, and welfare of the world depends upon justice. Eben und die Stabilität und die Wohlfahrt und die Sicherheit unserer Welt beruht auf Gerechtigkeit. So again, we cannot control if people act justly or fair towards us. Wir können wiederum nicht eben darüber Kontrolle haben, ob jemand uns gegenüber gerecht handelt. But we need to control as much as possible that we act as in justice towards them, Aber wir that sollten, we are fair towards others. und wir sollten aber eben diese Kontrolle haben, dass wir gegenüber jemand anderen eben gerecht sind. This is called the golden rule in many religions, Und das nennt man auch die goldene Regel in vielen Religionen. and it takes different expressions, but it's basically do unto others as you would have them do unto you. Und es ist eben eine goldene Regel und es kommt in verschiedenen Arten und Weisen zum Ausdruck, aber im Prinzip heißt es eben, do as you, what was it? Do unto others as you would have them Ja, do unto you. also handle und geh mit Menschen so um, wie du mit dir selber umgehen würdest. So if you just practiced truth, love, and justice, you would be able to break out of these barriers that keep you from your spiritual reality. Also wenn du eben in der Lage wärst, eben diese Wahrheit, eben diese Liebe und diese Gerechtigkeit zu üben, dann könntest du eben diese Begrenzungen überwinden, die dich eben am Boden festhalten. They are the greatest powers helping us to get to know God, Das sind die stärksten Kräfte, die wir haben, die uns helfen, eben Gott zu erkennen, to love God, Gott zu lieben and to obey God. und Gott gehorsam Because zu leisten. God's laws are the ultimate expression of truth, love, and justice. Weil Gottes Gesetz eben der höchste Ausdruck von Liebe und Gerechtigkeit ist. So if you don't know what truth, love, and justice is, go to the Baha'i writings and you will learn what truth, love, and justice Und wenn ihr looks nicht like. wisst, was Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit ist, dann wendet euch den Schriften zu, damit ihr But lernt, was das you bedeutet. don't gain these qualities just by saying, okay, truth, love, and justice. Okay, I got that. Check. You have to work on this. Aber man muss eben daran arbeiten. Man kann es nicht nur zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, Liebe, Gehorsam und Gerechtigkeit. Man muss es auch leben. Man muss daran arbeiten. It is very hard to focus and just try to be truthful. Und es ist sehr schwierig, dass man sich eben fokussiert, konzentriert und versucht, wahrhaftig zu sein. It is harder yet to be loving. Und es ist noch schwieriger, dass man eben eine liebende Haltung hat. And it is equally hard to be just. Und es ist genauso schwierig eben, dass man Gerechtigkeit übt. So when you are practicing these virtues, as an individual, the primary virtue is truth. Und wenn man versucht jetzt eben diese Tugenden zu üben, dann ist eben die erste Tugend eben die Wahrheit. You are to independently, as an individual, investigate truth. Und du musst eben selbstständig als ein Individuum eben die Wahrheit erforschen. So that is something you need. Somebody else can't. You can keep your truth. If you look at this and say, I don't think this is truth, I think something else, you have independent investigation. I'm giving you my independent investigation of truth. I'm putting it up here. You get to look at it. You get to say, yes, I like it. Oh, I don't like that part. This is okay. So you get to invest, and you have to. You can't say, well, that speaker said that, so it must be true. Oh, I get to look. Aber here. jeder muss im Wesentlichen eben die Wahrheit selbstständig erforschen und sich nicht auf die Aussagen anderer verlassen. Man kann auch nicht sagen, okay, Rodney hat das gesagt und hier hingeschrieben, deswegen glaube ich, sondern man muss eben diesen
unabhängigen Weg gehen und die Wahrheit für sich selbst erforschen. But if you're in a community or if you're with others, the number one virtue that you need to practice is love. Aber wenn du jetzt in einer Gemeinschaft lebst oder in einer Gemeinde lebst, dann ist natürlich die Nummer 1 Tugend die Liebe. And if you are an institution, the key virtue you need to practice is justice. Und wenn du aber in einer Institution dienst, dann ist da das Schlüsselwort Gerechtigkeit. You can't separate them. They all have to go together. Man kann sie natürlich nicht trennen, alle müssen Hand in Hand gehen. And the problem with our individuals, our communities, and our institutions is that they will sometimes tend to focus on one and neglect the Und others. das Problem ist, dass sie eben auf dieser individuellen, institutionellen und gesellschaftlichen Ebene oft diese 3 Ebenen eben getrennt voneinander agieren und It's al- ihre Tugenden pflegen sozusagen. It's also the problem with religions. Und das ist das gleiche Problem auch mit Religionen. Religions have defined salvation according to one of these 3 ways. Und die Religionen haben eben den Weg zur Erlösung eben über einen dieser Wege definiert. So some religions say you are saved or you are right if you believe in the right things, if you know their way of knowing God. Manche Religionen sagen, der einzige Weg zur Erlösung ist, wenn du ihre Art der Wahrheit anerkennst. So salvation is a matter of belief. If you Also, believe these things, you are saved. Erlösung ist eben eine Frage des Glaubens und wenn du bestimmte Sachen glaubst, dann wirst du erlöst. There are other people who belong to that same religion who will say, no, salvation comes from love. It is loving, the messenger or loving. That's where salvation comes from. Und eine You andere are saved by Gruppe, love. eine andere Gruppe, aber innerhalb desselben Glaubens mag aber dann sagen, nein, der einzige Weg zur Erlösung ist aber, dass man Liebe zeigt. And then there are other religions who say, no, it is works. It is how you act. If you don't follow the laws, if you don't obey the laws, you can't be saved. Und andere Religionen sagen aber, es hängt davon ab, deine Erlösung, wie du handelst. Und wenn du die Gesetze nicht befolgst, kannst du auch nicht erlöst werden. So you might say, well, I believe in this and I love God, but I want to kind of live the way I want to live. I don't want to follow the laws. Those people would say, no, you're going the other place. Und wenn man eben dann zu dem Schluss kommt, ja okay, ich anerkenne die Wahrheit und ich übe Liebe, aber ich möchte eben nicht gesetzeskonform leben, dann kann es sein, dass dir Leute sagen werden, aber du entwickelst dich eben in die andere Richtung, nach unten. And others might say, well, he lived a good life, he loved God, but his beliefs, he didn't believe what we believe, therefore he is going to the other place. Und andere sagen, okay, reden über einen Verstorbenen, sagt, ja, er hat gut gehandelt und er hat auch eben, hat immer Liebe geübt, aber er hat die Wahrheit nicht erkannt, also wird er auch wieder zu einem anderen Ort kommen, eben zur Hölle. Sorry if I took too long with the answer for that question. There is this question. Oh, yes. Go ahead. You Yeah. read it. And Da geht es um die Frage eben, dass der menschliche Körper mit dem Tod endet und dass die Seele weiter erlebt, aber er hat ja auch über diese Verstandesebene gesprochen und was passiert mit dem Verstand, mit dem Ego sozusagen nach dem Tod. So what happens? So the physical aspect of our material life ends with death, and the soul continues to live on. Yeah. And what about our mind? What Yes. happens with that? that is a wonderful question. Das ist eine wunderbare Frage. I wish I had a wonderful answer. No. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort drauf. But Baha'u'llah does have an answer. Aber Baha'u'llah hat eine Antwort drauf. Baha'u'llah was asked this very question. Und Well, man, not ja, exactly in these Man words. hat They didn't speak Baha'u'llah- ja. German then. man hat Baha'u'llah eine ähnliche Frage gestellt. Baha'u'llah's answer is in the gleanings, and Und so die- you can get that. It's actually in the paper that I have. So, So if we- is it among these? I don't know which one it would be, so I can't remember. I have It's one of three the them. 475. Yeah, I think it's in the 475-page one, not in the 20-page one. Okay.
Also But- leider kann ich nicht mit einer Originalübersetzung dienen, aber man findet es in der Ehrenlese. So there is a section in the Gleanings that all people asked about the soul. Does the soul survive after death? What is it that survives after death? Und das ist ein Abschnitt in der Ehrenlese, wo es eben um die Frage geht, was passiert eigentlich nach dem Leben, nach dem Tod? Was passiert mit der Seele? And so the person who asked the question, they said, well, how is it that if we just faint or we get sick, we don't have our minds? You know, if I had a stroke, I wouldn't have my mind. So how is it possible that that's going to live after your brain is destroyed? Well, again, I'm paraphrasing. So. Also im Wesentlichen war die Frage eben, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eben einen Schlaganfall erleide oder aus irgendeinem Grunde das Bewusstsein verliere, dann ist ja dieser Verstand eben beeinträchtigt. Und wie kann das eben weiter fortleben? Oder And Baha'u'llah's answer was, he said, know ye that the personality, that your individuality lives on. Und Baha'u'llah antwortet eben und sagt eben, wisse, dass deine Persönlichkeit, deine Individualität aber weiterleben wird. But we don't know where that line is because we've not been to that point. And Baha'u'llah has been very clear. You know, our bodies cannot comprehend our mind. Well, you should. Also Baha'u'llah sagt, dass es da auch eine bestimmte Linie gibt, aber wir wissen nicht, wo diese Linie anfängt und aufhört. Aber er sagt eben, dass eben unsere Körper eben unseren Verstand nicht umfassen oder begreifen können. So a lower level cannot comprehend a higher level. Eben eine niedrige Natur kann nicht eben eine höhere Natur So verstehen. our bodies can't comprehend the mind. Das heißt, unsere Körper können, unsere physischen Körper können eben nicht unseren Verstand verstehen oder But erkennen. our mind can understand the body. Aber unser Verstand kann durchaus eben unseren Körper verstehen. Our minds cannot comprehend the soul. Aber unser Verstand kann aber nicht eben die Seele verstehen, das Wesen der Seele verstehen. But the soul can understand the mind. Aber die Seele kann wiederum das Wesen unseres Verstandes verstehen. To use an analogy, it would be like an animal understanding a human. Eine Analogie oder ein Beispiel wäre eben, wenn ein Tier versuchen würde, das Wesen des Menschen zu verstehen. They can understand you according to their animal understanding. Sie können zwar uns irgendwie wahrnehmen in dem Ausmaß, wie ihr tierischer Verstand es erlaubt, But they cannot grasp your reality. aber sie können deine Wirklichkeit nicht wirklich erkennen. And Baha'u'llah, in that same passage where he talks about the soul, he says that the acme of human learning is to admit that you cannot understand this. Und Baha'u'llah sagt eben, das Wesen des menschlichen Wissens und Lernen ist eben zu begreifen, dass man nicht alles verstehen kann. And so really the highest level of knowing is knowing that you can't know, what you can know and what you can't. Und das höchste, der Gipfel des Verständnisses ist eben anzuerkennen, dass man nicht eben alles erkennen und verstehen kann. But here is something for you to think about. Und da ist aber etwas, worüber wir nachdenken sollten. In the next world, will you recognize one another? In der nächsten Welt werden wir aber einander wieder erkennen. How will you recognize your good friend? Wie werden wir unseren lieben Freund wiedererkennen? How will you recognize your children? Wie werden wir unsere Kinder wiedererkennen? How will you recognize your spouse? Wie werden wir unsere Ehefrauen oder Ehemänner wiedererkennen? I asked this question at another summer school I was teaching. You asked this question. I asked this question of the class. Ich habe diese Frage im Rahmen einer anderen Sommerschule einmal gestellt. And one of the participants said, Und einer dieser Teilnehmer, der Zuhörer, hat dann geantwortet, I will know my mother-in-law because she will be the one yelling at me. er hat dann gesagt, na, aber ich möchte lieber nicht meiner Schwiegermutter begegnen, weil sie fängt wieder an, mich anzuschreien. And of course, his mother-in-law was standing beside him when he said this. Also es war ein netter Witz, weil die Schwiegermutter direkt neben ihm stand.
But it is something for you to think about. Aber es ist etwas, worüber wir nachdenken Which sollten. part of you is going to live on? Welcher Teil von uns wird tatsächlich weiterleben? He says we will be able to consort with those people that we knew in this world. Und er sagt, wir werden in Verbindung sein eben mit Menschen, die wir gekannt haben in unserem Vorleben. So it's to think about how will we know one another? Und wir sollten darüber nachdenken, wie sind wir dann in der Lage, eben uns wiederzuerkennen. We won't have these bodies. Wir We werden- can't ja. look at one another's faces or all of these things. What's that? You can say it. Wir werden wahrscheinlich einen Sticker mit einem Foto haben. So it's Aber something for you to think about. But we will have that capacity. Also wie werden wir denn abgesehen von Stickern und so weiter, wie werden wir eben die anderen erkennen können, wenn wir eben nicht mehr dieses Gesicht haben und nicht mehr diese Augen, die andere Menschen wahrnehmen können. But Das we sind eben also- Fragen, über die wir nachdenken müssen. But also Baha'u'llah says when we go to the next world, we'll be going at different stations and different levels. Und Baha'u'llah sagt aber auch gleichzeitig, wenn wir eben in diese nächste Welt übertreten, werden wir auch dort verschiedene Stufen und Ebenen durchwandern. And so if you happen to go at a level, let's say an animal level, and somebody else is at a human level, and somebody else is at a plant level, the levels above will be able to know and see your condition, but the ones below won't be able to understand the station you were at. Also die niedrigeren Stufen wie Pflanze oder Tier und so weiter werden nicht in der Lage sein, eben dein Wesen zu verstehen, aber die höheren Wesen werden durchaus in der Lage sein, eben diese niedrigeren Stufen zu verstehen. Actually, at lunch, I was talking to someone, and they said they imagined in the next world there will be a little puppy yelping at somebody's heels. Am Mittagstisch haben wir gescherzt und einer hat eben gesagt, in der anderen Welt werden wir immer einen kleinen Schoßhund haben, der immer mit uns entlang geht. And I said, well, maybe I will be the flea on that puppy. Und er hat dann gesagt, ja, vielleicht werde ich dann diese Fliege auf diesem Schoßhund sein. Wurscht. Don't mind. What can I say? Be happy. Be happy. Okay. Yes. Goes in this direction, mind, Yeah. soul. I put it already. Yeah. So my question was, what the body is very clear. So we also said there is some capacities. We have the five senses, for example. We can move and so on. And we also said in the beginning, in the morning, that the soul has capacities like imagination, memory, and Yes. so Those things we talked will. So we had these capacities. From the mind, we didn't say what capacity. So we have, Yep. there is no clear distinction for me. And what only remains for me that the mind is something which connects soul to body, Yep. more or less. But still, Yes. Wir haben diese Eigenschaften des Menschen besprochen und die Eigenschaften eben der Seele, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, aber wir haben nicht wirklich uns über die Eigenschaften des Verstandes unterhalten, außer dass wir festgestellt haben, eben, dass der Verstand eben diese Brücke darstellt, die eben den Körper und die Seele verbindet. Everything about us is a manifestation. Oh. Yep. 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 Okay. Sagst du es noch auf Deutsch, You want bitte? to say, ähm, is it turned on? Verstand Ja. oder Mind, wir haben es ja hier als Verstand benutzt, Ja. so wie er es hier benutzt, ist überhaupt nicht die Art und Weise, wie wir das im Alltag benutzen, weil im Alltag würden wir genau diese Fähigkeiten wie Imagination, Gedächtnis und, würden wir alles eher dem Verstand zuordnen und dann bleibt für die Seele wenig übrig. So, we don't know in current Baha'i literature
especially in English, what has been translated is completely accurate because many of our translations are not authorized. So according to that, what you said, we don't know really The because mind, yeah. the difference, the mind and the soul and spirit and inner being and heart have all been used. The same word in Persian or Arabic has been translated differently by different translators. Wir haben das Problem eben, dass wir sehr viele nicht autorisierte Übersetzungen haben und oft, dass das Originalwort zum Beispiel im Arabischen und Persischen dann unterschiedlich dann als Geist, Seele, Verstand, Herz oder innerstes Wesen übersetzt worden ist. Aber wir haben da aber keine Sicherheit bezüglich der Autorität dieser Übersetzung. And so you do need to be careful when you're reading some of the talks, especially of Abdu'l-Baha, that not to get too serious about the word. Here he said this, and there he said that. They don't go together because sometimes it was mistranslated. Und wenn wir eben speziell zum Beispiel die Ansprachen von Abdul-Baha lesen, dann sollten wir nicht wirklich am Wortverständnis haften bleiben, weil oft kann es sein, dass eben dieses Wort eben angewendet worden ist im Rahmen der Übersetzung, aber durch die Übersetzung eigentlich fehlinterpretiert worden ist. So we need to be careful. Let me explain this more tomorrow because we only have a couple minutes. What I want to do is just finish this list. I won't talk about the list, but I know there are several people here who are leaving, and it would be a shame if they didn't have all the essential requisites for spiritual Also growth. ich werde jetzt auf das morgen noch einmal zurückkommen, aber ich würde gerne noch diese Liste abarbeiten, weil ich weiß, dass einige abreisen werden morgen und es wäre schade, wenn wir das nicht behandeln könnten. So I'm just going to write them. We won't talk about them. This is meditate. Das ist Meditation oder meditiere. But this is actually why the Universal House of Justice wrote this letter. Because at the summer school, they were having a class on meditation where they were teaching a certain form of meditation. And the House of Justice said, no. Und eigentlich bezieht sich dieser Brief des Hauses der Gerechtigkeit eben auf diese Frage der Meditation, weil sie im Rahmen eines Seminars auf der Sommerschule eine bestimmte Form der meditativen Technik angewandt haben. Und das Haus der Gerechtigkeit hat dann gesagt, nein. So we'll talk tomorrow about what that meditation looks like. Und wir reden darüber, was eben Meditation tatsächlich oder wie Meditation ausschaut. Service, Das andere ist Dienst. very simply service to the cause and Dienst. service to humanity through your profession or career. Dienst an der Sache und Dienst eben auch an der Menschheit durch deinen Beruf. You need to do both. Man muss beides machen. Teach. Now I changed the I to a T. I will explain that tomorrow. Und jetzt habe ich aus diesem I ein T gemacht für We Teach, must also teach the lehren. cause. Wir müssen die Sache lehren. And then finally, this is strive. S für Strive, also streben. We must strive to bring our lives in accord with the teachings of Baha'u'llah. Wir müssen danach streben, unser Leben in Übereinstimmung mit den Lehren Baha'u'llahs zu bringen. These are the 6 essential requisites. You should do them every day. Und das sind diese 6 essentiellen Voraussetzungen, die man jeden Tag praktizieren sollte. So tomorrow we will explore them a bit more. If you're not here, maybe you can see in live streaming. Und morgen werden wir And, darüber morgen mehr sprechen und wenn ihr nicht mehr da seid, vielleicht habt ihr And if you die have, Gelegenheit über Livestream. I'm sorry. oh, I'm sorry too. I didn't know you. If you have any suggestions on how I might be able to serve you better, please share them with me because I'm trying the best I know how to give you things that I hope will be helpful to you. And I hope that it has been so far. Also wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie ich euch besser dienen kann, dann sagt es mir ruhig, weil meine Absicht ist es ja, euch zu helfen und euch zu dienen nach bestem Wissen und Gewissen. Also wenn noch andere Ideen sind, was ich ergänzen kann, bitte wendet euch ruhig an mich. Also, I have done some art. I am an artist as well.
And I have brought some pieces here. If anyone would like to come, please, you're welcome to have one. But of course, Und share. ich habe, nachdem ich auch ein Künstler bin, habe ich ein bisschen Proben meiner Kunst eben hier auf diesem Tisch und bitte fühlt euch frei, es euch anzuschauen. So we'll see you tomorrow. Sind euch, also, there was, sorry, one question yet. We'll take it tomorrow. Kannst du deine Frage für morgen aufheben? Maybe tomorrow there's time. So this was the point of service. You said service by, also by our, what's this? To the Job. cause. Durch unseren Job. Beruf. And through your profession or Human. trade. So, and now, when do I know whether my service is for humankind? For example, if I medicine, it's very clear it's a service. But for example, if I build cars or something else, so I think we We'll have today talk many about that jobs tomorrow. which are not so much service. So, but Ja. We'll talk about that tomorrow. Was er fragt eben, und das werden wir morgen behandeln, eben, was ist dann tatsächlich Dienst an der Menschheit durch den Beruf? Müssen wir dann Medizin studieren oder wie ist das mit jemandem, der auf einem Förderband eben Autos zusammensetzt? Das ist ja nicht so ein unmittelbarer Dienst. Also was ist dann tatsächlich Dienst an der Menschheit durch den Beruf? Und er sagt, wir werden das morgen besprechen. Thank you very much. It's been wonderful.